Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Tracking Packing Gear. Heute gibt es eine neue Review zu diesem kleinen Schlafsack hier, dem Color 350 von der Marke Robins. Das ist ein Schlafsack mit ungefähr 2 Grad Komforttemperatur, den habe ich schon auf einigen Trips getestet. Und ja, was ich so von dem Schlafsack halte, das seht ihr jetzt in dem Video. Also, viel Spaß beim Video. Wie gesagt, habe ich den Schlafsack bereits ausgiebig getestet, sowohl im Zelt als auch im Auto bei ungefähr Temperaturen von 2 bis 8 Grad nachts. Der Schlafsack wiegt mit dem Packsack zusammen ungefähr 900 Gramm und wie man sieht, kann er sehr klein komprimiert werden. Hier seht ihr einmal die Maße des Schlafsacks, der ist ungefähr 80 cm breit an der breitesten Stelle und 2,20 Meter lang. Das heißt, der ist ungefähr für Leute bis 1,90 geeignet, also mir ist der ein Tick zu groß, beziehungsweise ich kann da sehr komfortabel drin liegen. Der Schlafsack wird sowohl mit einem Aufbewahrungssack für zu Hause als auch mit diesem kleinen Kompressionssack geliefert. Damit könnt ihr den Schlafsack sehr klein komprimieren, aber wie immer ist es wichtig, dass ihr den Down-Schlafsack zu Hause im Aufbewahrungssack aufbewahrt und nicht so klein komprimiert lasst. Der Schlafsack lässt sich aufgrund des Packsacks natürlich sehr gut komprimieren, aber auch anhand der Downfüllung oder beziehungsweise aufgrund der Downfüllung lässt er sich sehr gut komprimieren. Das ist eine 700er Downer, also eine sehr hochwertige Daunenfüllung. Der Schlafsack hat eine angegebene Komforttemperatur von 2 Grad und nach meinen Einschätzungen passt das auch ungefähr. Man muss etwas aufpassen, weil oft wird die Extremtemperatur angegeben und die ist meiner Meinung nach nicht mit dem Schlafsack komfortabel zu erreichen. Hier einmal zum Rating des Schlafsacks. Komforttemperatur sind 2 Grad nach dem EN-Verfahren gemessen, die Limit-Temperatur minus 4 Grad und die Extrem-Survival-Temperatur minus 21 Grad. Wie immer empfehle ich mich nach der Komforttemperatur zu richten. Wenn ihr einen etwas wärmeren Schlafsack wollt, dann gibt es auch den Color 750, der ist etwas wärmer und ein bisschen intensiver gefüllt. Das Besondere hier an der Couleur-Reihe von Robins ist dieser mittige Reißverschluss. Das habe ich bei anderen Schlafsäcken so noch nicht gesehen. Und das erleichtert natürlich enorm das Einsteigen in den Schlafsack. In der Praxis fand ich den mittigen Reißverschluss sehr gut, da man den Schlafsack auch so gut als Decke benutzen kann. Das Ober- und Innenmaterial des Schlafsacks sind ein Nylon-Taffeta. Ich kenne mich dann persönlich jetzt leider nicht so aus, aber ich muss sagen, das Material wirkt sehr komfortabel und ist auf jeden Fall angenehm auf der Haut. Das Innenmaterial des Schlafsacks ist auch sehr weich, ist zwar relativ dünn, fühlt sich aber trotzdem robust an, aber wie gesagt sehr weich wie Seide quasi und ist auch sehr leicht, das merkt man auf jeden Fall. Auch hier habt ihr wieder einen 2-Wege-Reißverschluss, natürlich von YKK. Das heißt, ihr könnt den Schlafsack auch partiell aufmachen, beziehungsweise nur den Fußbereich beispielsweise aufmachen, wenn es besonders warm ist. Hier im Inneren hat der Schlafsack noch eine Besonderheit, und zwar hat er quasi einen Wärmekragen um die Taille herum. Das habe ich auch bei anderen Schlafsäcken noch nicht gesehen, finde ich eine sehr gute Idee, weil im Sommer mag man es besonders besonders weit im Schlafsack, und im Winter ist natürlich ein enger geschnittener Schlafsack sehr effektiv, was die Wärme angeht. Und hier könnt ihr einfach, wenn ihr schlaft, an den beiden Kordeln die Enge an der Taille einstellen. Das geht auch sehr einfach und ist kein Problem im Schlafen, einfach hier raufdrücken und schon könnt ihr die Kordel fester ziehen, enger ziehen und so damit den Schlafsack für euch individuell einstellen. Aber natürlich hat der Schlafsack auch oben ganz normal klassischen Wärmekragen. Der ist einmal hier einzustellen und der geht dann um euren Hals herum und sorgt auch dafür, dass keine Wärme entweichen kann. Und dann natürlich hier klassisch die Kapuze des Schlafsacks. Hier seht ihr jetzt einmal im Extremfall, wie es aussehen kann. Ich habe jetzt hier den Wärmekragen im Taillenbereich einmal sehr stark zugezogen und auch einmal im Kopfbereich sehr stark zugezogen, sodass ihr sehen könnt, man kann den Schlafsack auf jeden Fall sehr eng anliegend machen. Und auch hier habt ihr für die Kapuze nochmal Ventile, die ihr benutzen könnt, um den Schlafsack enger zu machen. Ich bin mit den Reißverschlüssen und den Wärmekragen sehr zufrieden gewesen beim Testen und fand das frontale Öffnen des Schlafsacks sehr innovativ, weil man so wesentlich leichter aus dem Schlafsack raus und reinkommt auf jeden Fall. Hier seht ihr jetzt einmal im Extremfall, wie es aussehen kann. Ich habe jetzt hier den Wärmekragen im Taillenbereich einmal sehr stark zugezogen und auch einmal im Kopfbereich sehr stark zugezogen, sodass ihr sehen könnt, man kann den Schlafsack auf jeden Fall sehr eng anliegend machen. Und auch hier habt ihr für die Kapuze nochmal Ventile, die ihr benutzen könnt, um den Schlafsack enger zu machen. Wenn ihr den Schlafsack also komplett komprimiert, habt ihr quasi nur noch dieses kleine Atemloch hier und ihr seid komplett isoliert. Und das empfehle ich bei besonders kalten Nächten auf jeden Fall. Achtet aber darauf, dass die Atmung außerhalb des Schlafsacks stattfindet, also dass ihr nicht die Atmung in den Schlafsack bringt, weil durch das Kondenswasser der Atmung verliert die Daune sehr schnell an Wärmeleistung. Auch bei etwas feuchten und etwas anderen Konditionen, wie beispielsweise hier beim Carcampen, hat der Schlafsack auf jeden Fall gute Dienste geleistet und es wirkte so, als würde die Daune von der Feuchtigkeit im Auto nicht besonders angegriffen werden.
Und hier am Ende habt ihr wieder 2 Ösen, wo ihr den Schlafsack dann zu Hause oder im Zelt zum Trocknen aufhängen könnt. Das Zusammenpacken des Schlafsacks geht tatsächlich sehr, sehr einfach, da der Kompressionssack natürlich etwas größer ist. Dadurch, dass man ihn noch stärker komprimieren kann, kann man den Schlafsack sehr, sehr leicht da reinstopfen. Wie immer wichtig, stopft den Schlafsack und rollt ihn nicht bei Down-Schlafsäcken. Und dann könnt ihr den Schlafsack einfach reinstopfen und mit dem Kompressionssack, mit dem Bändchen zusätzlich noch weiter komprimieren, wenn euer Rucksack etwas eng ist, wenn ihr einen kleineren Rucksack dabei habt. Kommen wir nun einmal zu meinem Fazit. Wen würde ich diesem Schlafsack empfehlen? Was halte ich von dem Schlafsack? Also ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Schlafsack. Eher fürs Trekking geeignet, beziehungsweise fürs Wandern, für Hüttenübernachtungen. Nicht unbedingt fürs Bushcraften, da der Schlafsack doch sehr, sehr leicht und eher auf Ultralight angelehnt ist. Also vor allem auch, weil es eine Downfüllung und keine Polyesterfüllung ist er natürlich etwas feuchtigkeitsanfälliger. Aber auch das leichte Nylon am Außenmaterial und das leichte Innenmaterial sind natürlich dann eher nicht für Bushcraft-Touren geeignet. Aber für Trekking, Ultralight, Hiking, wie auch immer, kann man diesen Schlafsack auf jeden Fall empfehlen. Für Leute, die sich vielleicht bei normalen Schlafsäcken eingeengt fühlen oder Probleme haben, da reinzukommen, ist es auf jeden Fall eine gute Option mit diesem neuen Reißverschlussprinzip. Und deshalb würde ich so einen Schlafsack auf jeden Fall für diese Leute empfehlen. So, das war's mit meiner Review zum Robins Couleur 350. Ich hoffe, ihr habt alle Infos bekommen, die ihr braucht. Wenn nicht, dann schreibt einfach in die Kommentare, was ihr so wissen wollt. Guckt auch bei Robins vorbei, die sind verlinkt. Und ja, abonniert den Kanal, lasst ein Like da und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also macht's gut und bis dann.